Es gibt Leute, die verteidigen das und sagen, ein Flyfer Maximallevel immer so schwer zu erreichen, macht's ein bisschen aus. Ja, also da muss ich tatsächlich widersprechen. Also ja, Maximallevel in Flyf ist immer schwierig gewesen. Aber es gibt literally keine Monster über 170 und Maximallevel ist einfach 190. Was ist das für ein Argument? Du kannst literally nicht leveln. Es gibt literally keinen Ort, wo man leveln kann. So schwer war es noch nie. Am schwierigsten war früher 155, als die höchsten Monster 149 waren. Und das galt schon als eigentlich nahezu unmenschlich. Und es hatten, glaube ich, auf allen Servern hatten es nur 5 Leute erreicht oder so. Oder beziehungsweise auf dem deutschen Server hatten es auf jeden Fall nur 5 Leute erreicht, bis die Levelerweiterung auf 170 kam. Nein, Schwachsinn, bis zum 30-fach XP-Event. Sorry. Bis zum 30-fach XP-Event gab es nur eine Handvoll Leute und erst durch das 30-fach XP-Event, was ja eh ein Bug war ja eigentlich nicht gewollt, dass es so viel XP gibt, erst bei diesem Event haben es weitere Leute geschafft. Und die es davor geschafft hatten, haben ihr Leben dafür geopfert gefühlt und hunderte Stunden gegrindet, obwohl es sich überhaupt nicht rentiert hat. Und man nur arschwenig XP bekommen hat. Das ist ein bisschen was anderes. Aber naja. Mir ist es ja wurscht. Ich muss mir diese Dogshit-Argumente nicht mehr reinziehen. Bei manchen Live-PC-Spielern hat man echt das Gefühl, die wollen irgendwie, dass sie also, weiß nicht, bei manchen Leuten fragt man sich echt, was eigentlich denn ihr Ziel ist. Wenn du eine andere Meinung als die vertrittst, machen die dich so fertig, dass du dich legit fragst, warum spiele ich dieses Spiel eigentlich überhaupt? Und mit solchen Leuten will man eigentlich echt nichts zu tun haben. Und da fragt man sich, ob die sich mit Absicht wie solche riesigen Arschlöcher benehmen, dass erst recht jeder quittet und sie dann die Einzigen auf dem Server sind und ob sie dann zufrieden werden. Yes, ich bin der Einzige, der noch spielt, der Einzige, der 190 ist. Ja, ich hab's geschafft, ich bin der Beste. Dann wählen sie sich den ganzen Tag einen drauf. Das ist echt das Gefühl bei manchen Leuten. Die sind so kaputt im Kopf, das ist nicht mehr normal. Keine Ahnung, was bei denen falsch gelaufen ist. Und das Kranke ist ja, dass das alles so 30- bis 40-jährige Leute sind. Also, wenn das jetzt so 12-jährige Kiddos wären, könnte man es vielleicht verstehen. Aber das sind halt alles erwachsene Menschen, die sich überhaupt nicht ihrem Alter entsprechend verhalten. Wenn du 165 bist, wirst du das auch erstmal machen. Der Unterschied ist, Freak, dass 165 im Verhältnis zu 190 in Flyf PC so einfach ist. Ich glaube, ich kann dir gar nicht vermitteln, wie einfach 165 in Flyf Universe ist im Vergleich zu Flyf PC 190. Das ist, als würdest du vergleichen. Ich probier's mal so, warte mal. Also wenn du jetzt neu anfangen würdest bei Flyf PC und zeitgleich in Flyf Universe. Flyf Universe mit 2 Char-Taktik, also Standard, nicht 8 Char. Dann würdest du wahrscheinlich in Flyf Universe es schaffen, und ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, du könntest in Flyf Universe 4-mal 2 Charakter auf 165 leveln und 160 Hero leveln. Also du hast dann insgesamt 8 Charakter in Flyf Universe, aber 4x2 halt. 8 Charakter auf 165, die zeitgleich auch noch Hero 160 sind. Und in der gleichen Zeit würdest du es maximal schaffen, einen Char in Flyf PC auf 190 zu kriegen. Kannst du es jetzt etwas nachvollziehen, wie schwierig es ist? Du wirst es dein ganzes restliches Leben in diesem Game grinden. Literally jetzt anfangen, 3000 Stunden durchziehen und du wärst nicht fertig. Du wärst einfach nicht fertig. Nach 3000 Stunden wärst du einfach nicht fertig.
Das ist jenseits von Gut und Böse. Also das kann man, ich finde, das kann man legit gar nicht mehr argumentieren. Das ist einfach, das ergibt einfach keinen Sinn. Weil eben ein Levelgebiet fehlt, wo man einfach ganz normal bis, also sagen wir so, man sollte halt ein Levelgebiet erschaffen, wo man halt zumindest bis Level 180 oder 85 gut grinden kann. Und dann die letzten 5 Level oder so, habe ich ja nichts dagegen. Weil ich meine, sobald du ist ja in Fly Universe das gleiche. Ich meine, Fly Universe aktuell ist so, man braucht halt Level 160, um zum Beispiel gegen Kriton kämpfen zu können. Und klar, jedes weitere Level bringt natürlich trotzdem was. Du machst mehr Damage, kriegst mehr Stats, pipapo. Aber du brauchst es nicht mehr zwingend. Du kannst jeden Content machen, du kannst alles machen. Und die letzten 5 Level sind dann die Cherry on top. Du bist natürlich trotzdem noch ein bisschen stärker und so, aber es macht nicht mehr den gewaltigen Unterschied. Und so soll es halt sein. Und so war es wirklich schon immer in Flive. So, den Endgame-Content freischalten, das Level für den Endgame-Content freischalten, das ist nicht das Problem. Sondern immer nur wirklich das höchste Level zu erreichen, das man halt aber eigentlich nie gebraucht hat. Es gab eigentlich noch nie eine Zeit in Flive, wo du wirklich das höchste Level zwingend für irgendwas gebraucht hast. Höchstens vielleicht ganz früher, aber da kamen halt so schnell neue Updates, da hat sich das dann auch relativ schnell wieder erledigt. Da musste man ja nicht 6 Jahre auf ein Update warten, da war das ja 2-mal im Jahr ein Update. Da kann es sein, ich meine, da habe ich natürlich selbst nicht mehr so die Erinnerung und vor allem nicht die Erfahrung, weil ich da nie Maximallevel war. Aber wenn, dann waren das wirklich immer nur kurze Zeiträume. Anders als eben jetzt. Wie lange gibt es Level 190? Seit über 2 Jahren. Und das ist immer noch nahezu unmöglich zu erreichen. Und wie viele Leute haben es erreicht? Ich weiß gar nicht, Flive PC hat ja keine Rangliste. Aber also ich habe von, glaube ich, 2 Leuten gehört, die 190 erreicht haben in Flive Universe. In 2 Jahren. Ein Americano und ein Deutscher, glaube ich. Vielleicht gibt es mehr, keine Ahnung. Aber weltweit gibt es wahrscheinlich keine 10 Leute. In 2 Jahren. Weltweit. Und ich meine, wer da kein Problem sieht, und ich würde mal behaupten, es ist ja nicht so, dass die Leute nicht Maximallevel sein wollen oder es nicht erreichen wollen. Die meisten Leute werden halt einfach relativ schnell aufgegeben haben und sich eben, wie gerade schon gesagt, mit sowas wie 180, 185 werden sie sich halt zufrieden gegeben haben und danach einfach gesagt haben, scheiß drauf, das reicht mir, mehr muss ich nicht haben, kann alles farmen, das ist mir zu anstrengend oder es dauert mir zu lange oder whatever. Also es ist lächerlich. Abgesehen davon geht es ja auch bei einem neuen Levelgebiet auch gar nicht zwingend darum, dass man dann besser auf Maximallevel grinden kann. Es geht ja auch einfach darum, neuer Content, neue Quests, neue Monster, neue Dungeons, neue Gebiete. Es ist ja nicht mal zwingend, dass du dann besser leveln kannst. Also ich meine, das ist natürlich ein Grund, schon klar. Aber neues Levelgebiet oder neues Gebiet generell heißt ja auch eigentlich neuer Content. Ne? Neue Items und so. Also es ist ja nicht mal zwingend nur, dass du dann leicht auf Maximallevel kommst. Das sagt ja eigentlich keiner. Man sollte natürlich irgendwo mal leveln können, das schon. Aber heißt ja, wie gesagt, nicht, dass jetzt 190 dann ein Babyfurz sein soll. Oder in Flive Universe genau das gleiche. Es sagt jetzt ja keiner, dass man jetzt 165 innerhalb von, was weiß ich, ein paar Stunden erreichen können soll. Man will ja eigentlich auch einfach nur neuen Content erleben. Und neue Level bzw. neues Levelgebiet setzt ja quasi zwingend voraus, dass es neue Monster, neue Quests, neue Regionen gibt und so. Und das ist ja das, was letztendlich dann so spannend ist. Weil es etwas Neues ist, das man nicht kennt. Und damit garantiert es einem, für eine gewisse Zeit lang zumindest, ein neues Erlebnis, eine neue Experience, Abwechslung. Und das ist ja das, was man letztendlich will in einem Videospiel. Von Zeit zu Zeit mal wieder was komplett Neues erleben. Also es geht ja gar nicht mal zwingend, wie gesagt, darum, dass man das Maximallevel entwertet, sondern man will einfach was Neues auf die Augen geklatscht bekommen. Aber es wird wahrscheinlich niemals passieren. Also für Flive PC. Spielst du denn, wenn eins kommt? Ja, anschauen würde ich es mir auf jeden Fall. Wenn es eine Questreihe gäbe, würde ich die auch machen wahrscheinlich, ja, safe. Also jetzt, ich meine, ich würde es nicht grinden, ne, das jetzt eher nicht, aber na gut, für die Questreihe müsste ich wahrscheinlich ein bisschen grinden, aber ja, kommt halt drauf an, ne?
Anschauen auf jeden Fall. Das ist safe. Ich bin nur der Anschaustyler. Ich bin der Anschaustyler. Ja, recht falscher Ehrgeiz von Garland, für Live-PC noch groß zu investieren, finde ich. Ja, aber erstens, was du findest, spielt keine Rolle. Es geht nur ums Geld und Live-PC wirft erstaunlicherweise noch sehr viel Geld ab. Hauptsächlich wahrscheinlich durch Lizenzeinnahmen, aber trotzdem. Und zweitens haben sie erst vor ein paar Wochen ein neues Update rausgehauen, vor 2 Wochen. Wo sie zum Beispiel einen komplett neuen PvP-Modus entwickelt haben, der vorher nicht existiert hat, in einer neuen Arena, der so ähnlich ist wie Kaigas Assault. Also diese Aussage ergibt keinen Sinn. Also wenn du sagst, sie machen was, sie backen Updates, sie haben offensichtlich jemanden eingestellt, der sich darum kümmert. Also es ergibt einfach keinen Sinn. Warum kann dieser jemand dann kein Levelgebiet machen? Das ergibt keinen Sinn.